Ich will es einfach nur kurz kommentieren und Ihnen, weil Oliver Parodi hat schon angesprochen, wenn man auf die Steckbriefe schaut, sieht man, wie vielfältig dieser Diskurs ist und wie dynamisch einfach. Warum wir mit diesen Steckbriefen gearbeitet haben, möchte ich Ihnen kurz erklären, weil wenn ich beginnen würde, in jedes einzelne Projekt zu gehen, dann würde ich den Zeitrahmen sprengen. Ich möchte Sie einfach einladen, da drauf zu schauen. Und wir haben im Rahmen der Tagungsorganisation überlegt, ob wir Fragen mitbringen und dachten dann, wir machen es eher andersrum. Wir fragen Sie, was Sie für Fragen mitbringen und wir geben die Möglichkeit, einfach tatsächlich ein Bild davon zu bekommen, was geschieht. Was man sagen kann, also die Reallabore sind thematisch breit aufgestellt von Projekten oder Reallaboren, die gerade entstehen, die in Planung sind, die bauen, über die Ozeane bis hin zur Stadtentwicklung, der Kommunalverwaltung, von Bewegung zu Infrastruktur, Klima, Mobilität. Was man sieht, glaube ich, es gibt Themen, die uns alle bewegen. Dazu muss ich, glaube ich, auch gar nicht viel sagen. Urbane Transformation hat mit Mobilität, mit Klimawandel zu tun, ganz viel damit zu tun, dass wir uns verwandeln und Strukturen sozusagen in Bewegung sind. Das sieht man an diesen Steckbriefen. Man sieht ganz viel Engagement, das ist total schön. Man sieht, dass sie sozusagen, wir diskutieren zwar über Übertragbarkeit, man sieht aber, wie konkret sozusagen jeder Raum ist und wie konkret jedes Netzwerk ist. Das ist ganz schön. Wir haben sie online gestellt, wir haben sie auch darum gebeten. Ich weiß, es fehlen 2 oder 3. Entschuldigung an dieser Stelle dafür, das passiert bei so vielen manchmal. Aber wir werden uns auch bemühen, im Nachhinein in der Veranstaltungsdokumentation das zusammenzustellen. Also an der Stelle, wir sind beeindruckt und ich glaube auch Sie, wenn Sie sich das online anschauen. Den Link haben Sie, glaube ich, in der Einladung zu diesen Steckbriefen. Vorhin gab es einen kleinen Screenshot davon. Klicken Sie sich da mal durch, schauen Sie sich an, wie viele Institutionen dabei sind, wer Reallabore sozusagen initiiert, an welcher Stelle Begleitforschung eine Rolle spielt. Die Fragen sind auch ganz unterschiedlich, je nachdem, an welcher, ich sage jetzt mal, Akteurskonstellation man steckt, ja, ob man in so ein Reallabor schaut, wenn man aus der Praxis der Stadtverwaltung kommt, ja, und eher irgendwie so einen typischen Blick darauf hat, was leistet das denn jetzt, oder ob es eher in Richtung Wissenschaft geht, ist es als transdisziplinäres Format, wie arbeite ich damit, oder aber ganz praktisch, wenn es wirklich ich sage jetzt mal, Intention und Motivation, die konkrete Veränderung von Stadtraum ist. Auch das ist ein Zugang zu dieser Debatte und auch das prägt oder stellt andere Fragen in den Raum, was schön ist und ich glaube, was uns heute auch ganz viel beschäftigt und einfach spannend, dieser Begriff fasst das tatsächlich. Der fasst diese Breite von wissenschaftlicher Begleitung und Initiierung bis hin zu einfach tun und machen. Ja, der Begriff des Experiments oder die Kultur oder Praxis des Experimentierens bindet es zusammen und es ist schön zu sehen. Insofern, ich glaube, diese Steckbriefe zeigen die Dynamik, das habe ich schon gesagt, und sie zeigen die Vielfalt und sie helfen uns vielleicht heute und haben uns in der Vorbereitung der Veranstaltung geholfen, da irgendwie einen Zugang zu finden, mit Ihnen auch ins Gespräch zu kommen und das irgendwie zu gestalten. Und ich hoffe, Sie sind in der Dokumentation einfach auch eine Stütze, um damit weiterzuarbeiten. Also wir werden sie sozusagen komplett machen. Das geht an all die da noch fehlen und wir werden in der Dokumentation darauf Rücksicht nehmen, dass das sozusagen ist ja kein Katalog, aber einfach so als Spektrum und Blumenstrauß ja sichtbar wird und die entsprechende Wertschätzung erfährt. Genau, wir haben die Sessions, das kommt jetzt ja auch gleich im Anschluss, gespickt mit diesen Steckbriefen, mit Akteuren, die ihre Projekte vorstellen und auch da, glaube ich, ein ziemliches Spektrum wird schon ein ziemliches Spektrum sichtbar und es ist auch Raum, den noch vorzustellen. Deswegen möchte ich an der Stelle jetzt gar nicht so weit ausufern. Wenn Sie in der Pause sich nicht mehr bewegen wollen und im Grunde genommen keine körperliche Entspannung benötigen, dann blicken Sie doch da mal rein und klicken Sie sich einmal durch. Sie haben alle ein relativ einfaches, zugängliches Format. Die Kolleginnen, vielen Dank dafür, haben die in ein Setting gebracht. Das kann man relativ schnell sozusagen, da kann man sich relativ schnell einen Überblick verschaffen.